Hier in Antigua sind wir nicht alleine heute. Die Explorer of the Seas liegt hier. Und daneben die AIDA, also von der Größe her, sind so ungefähr gleich. Hier auf Deck 3 am Ausgang beim Starbucks. Da gibt es auch noch einen Kühlschrank mit Sandwiches, die man sich nehmen kann für den Ausflug. Man muss also da nicht im Restaurant unbedingt sich noch Brote schmieren. Die sind hier schon fertig. Es geht zum Ausflug. Mal gucken, ob wir was finden. 2 Schiffe gleichzeitig hier ist natürlich Chaos. Aber ich glaube, die AIDA ist doch noch eine Nummer größer. Ist ja unfassbar voll hier. Hier wird jetzt verhandelt über die Preise, ob wir noch ein Taxi kriegen. So, wir haben jetzt den Autofahrer gefunden und jetzt gucken wir mal, was das so wird. Als erstes fahren wir zur Dickerson Bay Beach mit der roten Telefonzelle. Ein Muss auf Antigua, eines der berühmtesten Fotomotive. Hier sind wir am Strand mit der Telefonzelle, aber man sieht, wir sind nicht die Einzigen. Und der Strand ist auch grundsätzlich sehr schön. Weiter geht's quer über die Insel. Unser Ziel ist English Harbor. Antigua ist sehr flach, daher gibt es ja auch sehr viel Platz. Hier gibt es sogar richtige Siedlungen, so wie wir es von zu Hause kennen, mit vielen gleichen Häusern. Weiter geht's zum Fußball- und Cricketstadion, das ist mitten auf der Insel. Die Straßen hier in Antigua sind schon extrem schlecht. Also wir sind jetzt hier genau in der Mitte. Und wir, go down. Ja genau, wir fahren jetzt bis hier unten. And then we come back this way. Ja. Hast du schon was getrunken? Fries, stay on the beach. Okay. Pinkfarbene Kirche. Yeah. Katholische Kirche. Antigua hat bis zu 16 Religionsgemeinschaften. In manchen Orten hat man das Gefühl, der besteht nur aus Kirchen. Wir fahren weiter und nähern uns so langsam der Küste. Es wird etwas bergiger. Straight down is the bathroom. Ein schöner Blick. Unser nächster Stopp ist ein wunderbarer Aussichtspunkt mit dem Blick über Falmouth Harbor. Natürlich gibt es hier auch jede Menge Andenkenläden. Und was gibt es hier Schönes? Am Ende ist der Restroom. Marina hat auch was gekauft. Wieder an Kirchen vorbei, geht zum nächsten Aussichtspunkt über English Harbor. Ein toller Blick. Sehr schön, wenn man hier mit seinem Boot liegen kann. Wir fahren an den Häfen entlang und kommen so langsam in den Regenwald. Hier so ein bisschen Weihnachtsschmuck. Coconuts. Kokosnüsse. Ja, jetzt sind wir im Regenwald. Und hier ist natürlich die Vegetation ganz anders. Er lässt uns nicht vorbei. Die Nebeleinlebungsanlage eingeschaltet. Ja, und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt kämpfen wir uns hier durch die Schlaglöcher. Gerade so geschafft. Gerade so. Und jetzt ist auch Farming und auf dieser Seite gibt es auch Fischerei und natürlich jede Menge Hotels mit schönen Stränden. All-inclusive Hotel. You understand? You see the water? Ah ja, sind gleich immer mehr. Deshalb Fische. Wunderschöne Ecke. Da hinten sieht man Montserrat. Also da ist auch ein schöner Privatstrand, ne? Und ein super Hotel mit Aber Strand. Hier ist kein Mensch an dem Strand. Das ist nochmal ein karibischer Strand, wo keiner ist. dafür musst du dieses karibische Hotel buchen. Alles neu nach dem letzten Hurricane. 95. 95. Der Hurricane 95. Hurricane Louis. Hurricane Louis. It's a mile and a half long. Okay. But you gotta get a boat, then you go out. Ah, okay, also
Hier ist der beste Schnorchelplatz, aber dafür muss man ein Boot haben, weil das 1,5 Meilen, da ist das tatsächlich ein Riff. Da hinten sieht ihr auch, die da am Riff sind. Da siehst du auch die Wellen, wo das Riff ist hinten. Da sind ja auch die Boote. Genau, da. See, all them is snorkeling. Down there, Erlings Primary School. down there is a fishing dock. Ah ja, Ah, das da hinten ist ein Fischerhafen. Plötzlich halten wir mitten auf der Insel an. Hier muss der Fahrer sein Mittagessen holen. Ein kleines Restaurant. Und nebenbei wird auch noch alles Mögliche aus dem Container verkauft. Die Nummernschilder haben alle eine Bedeutung. TX ist Taxi, SC sind kommunale Unternehmen und A ist ganz normale Leute. Und war da beim Food Court, Und jetzt gehe ich einkaufen. da kannst du Spülmittel kaufen. Also es roch sehr lecker und es sah auch sehr gut Ja. aus. Es gab Kartoffelsalat, Ja, okay. Und hier kann man einkaufen. Ja, Öl und Sirup. ja und Spülmittel. Shampoo, Öl, ganz viel Öl. Ach, Wahnsinn. Aber du Man sieht, hier haben die viel mehr Platz, weil viel mehr flaches Land ist. Und da gibt es auch entsprechend die Häuser weiter auseinander. Die Autos bleiben überall einfach irgendwo stehen. Jetzt wollen wir aber langsam zu einem Strand und auch ein wenig schnorcheln. Wir suchen einen schönen Strand. Turners Beach hat uns nicht so richtig gefallen, aber vielleicht liegt doch die Messlatte an karibischen Stränden zu hoch. Hier hat man wenig karibisches Flair, allerdings kann man hier baden am Strand. Liegen gibt es auch, aber schön, karibisch ist anders. Yeah, this one is Darkwood Beach. das ist sehr gut, bitte. Den gehen wir auch nicht. Hallo. Price is on the other side of that hill. Ja, also der ist von der, einmal Yeah, we go diese- around the other side. Friars Beach, der ist ja, sehr überschaubar. Da gibt es ein Restaurant, wo man essen kann. Ansonsten gibt es ja auch nicht viel. Schnorcheln kann man hier nicht. Das Wasser ist so trübe, dass man überhaupt nicht sieht. Noch nicht mal den Grund, wenn man hier vorne im Flachen ist. 2 Stunden Liege, $5, Schirm $10, ist auch okay. Am Plätzchen unterm Baum, da kann man es aushalten. Ah, herrlich. Schwimmen in der Karibik. Herrlich. Friars Beach war für die 2 Stunden okay, aber im Nachhinein muss ich sagen, wir hätten unsere Tour auch andersrum machen können, denn auch Dickerson Beach war vom Strand sehr schön. Schnorchelerlebnis hier ist gleich 0. Jetzt geht es wieder zum Schiff zurück. Wir fahren durch den einheimischen Bereich. Vor dem Schiff ist eher so eine Tourimeile mit bekannten Läden. Süßkartoffeln, Mehl, Du musst du vorher abgeschlossen haben. Mehl, Sehr gut, ey. Garlic, Yeah. Klamotten. Das sieht hier wieder karibisch aus. Aber das könnt ihr auch auf Mallorca-Markt haben. Aber nicht so, wir haben ja nichts dahinter. Unsere Reisegruppe und es sind ja auch gleich wieder am Schiff. Schon ganz schön was los, wenn hier 2 Schiffe stehen. Also unsere ist höher. Ja, die wirkt auch viel bulliger. Und hier sind dann die Ausflugsboote. Das war doch der eben am Strand vorbeigetrauscht ist. Während der Joe Official Store is closed. Hier sind die ganzen Ausflugsboote. Ah, und da stehen unsere Schiffe. Das ist komisch, wie schon am Strand ist auch hier das Wasser total trüb. Man kann überhaupt nichts sehen. Da sieht man zwar ein paar Fische, so Art Seenadeln, aber ansonsten nichts. Aber schon ein schöner Ort. Da merkt man gleich, 2 Schiffe sind da und schon bildet sich eine lange Schlange. Hier ist ja richtig Action. Da kann man gleich die Handtücher tauschen. Und da haben wir auch den Captain. Die ganze Prominenz ist hier. Am Schiff ist richtig was los. Der Captain, der Kreuzfahrtdirektor, der Hoteldirektor, alle sind da und schenken rum aus. Das macht richtig Laune. Jetzt stelle ich mich mal hin, mal gucken, wer das mit dir tut. Hallo? Ja, das wäre dann zu viel, wenn die mir noch was reinfällt. Claudias Privataudienz. Da können die Amerikaner nicht gegen anstinken heute. Da ist ja tote Hose.
ja, wie das immer so ist, zur selben Zeit ist die Abfahrtszeit für unsere beiden Schiffe, die hier liegen, angesetzt worden, also auch für das Royal Caribbean Schiff hier neben uns. Willkommen in meinem Chalet. Angesetzt worden. Dann geht es auf Claudias Kabine. Sie hat einen riesigen Balkon und da können wir wunderbar das Auslaufen beobachten. Es ist immer schön, andere Schiffe beim Auslaufen zu sehen und auf das Deck zu gucken. Man verabschiedet sich gegenseitig. Wir haben beide 18 Uhr auslaufen. Wir werden heute das Auslaufen bei Claudia auf der Kabine auf dem großen Balkon mitverfolgen. Eckveranda Komfort. Da muss ja rufen, wenn du Marina hören willst. Hier gibt es noch einen Blick über St. John. Auch hier hat es uns sehr gut gefallen. Die können ganz vorne auf dem Schiff sein. Da kommt gerade noch eine Ambulanz angefahren. Nicht, dass wir doch noch Verspätung haben und jemand ausschiffen müssen. Oder ist bei der anderen? Bin mal gespannt jetzt gleich, was hier abgeht. Anscheinend gibt es einen Notfall drüben, denn hier gehen jetzt alle Leiden los. Wir gehen doch zuerst raus. Bye bye. Das ist immer besonders schön, wenn so zwei Schiffe nebeneinander auslaufen und man sich gegenseitig beobachten kann. Einmal auslaufen hier auf 9205, Balkonkabine. Bei Claudia. Jawohl, richtig. Ich freue mich. Vielen Dank. Linke Seite. Eigentlich sollten wir jetzt als zweites auslaufen, aber die haben anscheinend auch einen Notfall. Und daher müssen wir warten. Das haben wir auch sehr nichts gehabt. Aber das war sehr kurz, das Szene wenigstens. Sonst hat er da hinterher diesen Nudel übernommen. Marina? Da sind wir jetzt hier raus und drehen jetzt. Hier auf der Seite hätten noch zwei hingepasst und da drüben hätte auch noch eins hingepasst. Also hier können 5 Kreuzfahrtschiffe locker liegen. Und dann geht es jetzt in die Nacht hinein. Vor uns blinken die roten und die grünen Tonnen und da müssen wir doch durch. Der Lotse fährt mit, der wird da gleich den irgendwann einsammeln. Heute zum Abschluss nochmal in Belladonna, der letzte Ausflugstag hier von Antigua. Für mich mit Abstand das beste Buffet-Restaurant. Heute gibt es auch zum ersten Mal Carpaccio. Das sieht ja gut aus. Bratkartoffeln, Eiskohl und noch Tintenfischringe. Komm. Wir wollen ja nicht so viel essen. Danach geht es ins Theatrium zu Voice of the Ocean. Das ist immer eine sehr kurzweilige Veranstaltung und macht Spaß. % der Stimmen Melanie! Im Nightfly lassen wir den Abend ausklingen. Hier geht es immer etwas ruhiger und beschaulicher zu. Morgen ist ein Seetag und dann ist der Urlaub auch schon wieder zu Ende. Schade eigentlich, es war wunderbar.